Willkommen zu diesem neuen Video. Ich freue mich, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Ich werde heute mal für euch ein Full Day of Eating Video machen. Es haben sich einige von euch gewünscht, um einfach mal zu sehen, was ich so als Calisthenics-Athlet an einem Tag esse. Normalerweise bin ich jetzt nicht so ein riesen Fan von solcher Art von Videos, weil immer wenn man mitfilmt und wenn die Kamera läuft, ist der Alltag einfach doch nicht ganz so, wie es sonst normalerweise ist. Ich werde aber schauen, dass ich heute einfach einen durchschnittlichen Tag von mir ein bisschen so dokumentiere. Ich werde das auch tracken. Normalerweise tracke ich mein Essen, mein Eiweiß und Kalorien jetzt nicht so genau. Ich werde das aber heute auch mal mittracken einfach. Genau, und ich starte jetzt gerade einfach mit einem späten Frühstück. Ich habe hier 5 Eier, Eierspeis, Brot und einfach ein bisschen rohes Gemüse mir gemacht. Heute ein sehr spätes Frühstück. Ich hatte gestern einen langen Tag. Ich habe die Nacht davor fast durchgemacht, weil ich gestern eine Prüfung hatte und danach hatte ich auch noch 2 Workshops und dann war ich auch noch eingeladen. Und heute habe ich mich einfach mal richtig ausgeschlafen und genau, ich werde heute einfach wahrscheinlich ein paar Sachen erledigen, die sonst nicht so oft passieren. Ich werde schauen, dass ich zu Hause ein bisschen sauber mache. Ich werde wahrscheinlich einiges lesen, ich werde vielleicht was einkaufen gehen, trainieren und vielleicht sonst auch wen treffen. Genau, und habe heute ein bisschen ruhigeren Tag. 3 Tage die Woche habe ich aktuell immer relativ lange Uni, also mehr oder weniger den ganzen Tag. Und 2 Tage, einer davon ist heute, habe ich ein bisschen mehr Zeit. Genau, ich werde das jetzt einfach mal aufessen und dann, wann immer ich heute sonst noch was esse, einfach die Kamera einschalten bzw. das dokumentieren und dann werden wir mal sehen, was so alles zusammenkommt bis am Abend, also bis später. So, die Wohnung ist halbwegs aufgeräumt, also mein Zimmer, Wohnzimmer und Bad auch halbwegs, das wofür ich zuständig bin. Der Michi ist schon nach Hause gekommen, einer von meinen WG-Kollegen. Genau, ich habe mir gerade 200 Gramm Müsli und Haferflocken gemacht. 2 Drittel Haferflocken, 1 Drittel so ein Crunchy Müsli, das habe ich einfach gerne. Das ist jetzt so mein Mittagssnack. Ich habe jetzt keine warme Mahlzeit heute zum Mittag. Ich bin ehrlich gesagt eigentlich ein bisschen zu faul dafür, beziehungsweise es dauert mir zu lange, wenn ich 2-mal am Tag koche. Meistens esse ich meine größte Mahlzeit am Abend nach dem Training, also das wird auch heute so sein. Und es kommt auch nicht selten vor, dass ich 2 Drittel oder sowas meiner Kalorien oder von dem, was ich gesamt an einem Tag esse, nach 17, 18 Uhr esse, weil ich einfach oft unterwegs bin. Heute bin ich zwar zu Hause, aber ich bin oft unterwegs und dann mache ich mir manchmal was, oder meistens mache ich mir dann was am Vorabend für den nächsten Tag, was ich mir einfach mitnehme, irgendwas kaltes, Brote oder irgend sowas. Obst und so nehme ich dann auch mit, meistens. Und esse dann aber erst viel am Abend. Das wird auch heute ähnlich sein, genau. Normalerweise haue ich mir noch meistens Apfel rein, aber ich bin gerade drauf gekommen, dass ich keine mehr habe. Deswegen werde ich nachher noch irgendein anderes Obst essen, um genug Vitamine und sowas mitzunehmen. Genau, grundsätzlich esse ich auch nicht viel Fleisch. Ich kaufe eigentlich kein Fleisch ein. Ich esse Fleisch meistens nur dann, wenn ich irgendwo zu Besuch bin oder in einem Restaurant oder wie auch immer. Aber ich kaufe meistens selbst keines und koche auch selbst normal kein Fleisch. Genau, und meistens mache ich auch irgendwas beim Essen, auch jetzt, entweder ich werde lesen, beziehungsweise nachher werde ich sowieso jetzt lesen oder ich höre mir einen Vortrag an oder was auch immer. In der Realität bin ich oft in der U-Bahn oder in einer Vorlesung oder wie auch immer. Also was ihr schon seht hier, ist, dass ich mir jetzt nicht so extrem viel Aufwand mache für mein Essen. Ich schaue, dass ich gesund esse, ich schaue schon darauf, was ich esse. Aber ich mache mir jetzt keinen unendlich großen Aufwand. Ich habe mir früher viel mehr Aufwand gemacht, ich habe teilweise viel mehr getrackt, beziehungsweise einfach mir viel mehr den Kopf darüber zerbrochen, was ich alles esse. Aber ich muss ehrlich sagen, ich habe auch verschiedene Sachen ausprobiert. Ich habe mal Intermediate Fasting gemacht, ich habe mal darauf geschaut, dass ich wirklich jeden Tag 2,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht zu mir nehme und so weiter und so fort. Auch jetzt esse ich noch relativ viel Eiweiß, aber nicht mehr so viel. Aus dem Grund, dass ich drauf gekommen bin, dass ich so viel mehr Zeitinvestment in meinen Tag habe, um so einen winzigen Unterschied im Endeffekt zu machen. Wenn ich ehrlich bin, ich habe verschiedene Ernährungsmethoden 2-3 Monate teilweise ausprobiert und 0 Unterschied bemerkt, wenn ich ehrlich bin. Und deswegen habe ich gedacht, diese extra Stunde, die mich das am Tag kostet, dass ich mir so viel Gedanken darüber mache, was ich esse und so weiter und so fort, könnte ich lieber in was anderes investieren, das mir wichtiger ist. Beziehungsweise ich könnte auch einfach nur ein bisschen länger trainieren und halt wahrscheinlich mehr Leistungsoutput davon. Also ich habe für meine Leistung eigentlich keinen Unterschied bemerkt,
durch verschiedene Ernährungsmethoden. Obwohl ich natürlich schon dazu sagen muss, ich habe mich immer gesund ernährt. Also ich habe jetzt, habe jetzt nicht Fastfood gegessen, viel oder so irgendwas. Also das schon, aber dadurch, dass ich jetzt kein Bodybuilder bin und es mir eigentlich um Leistung geht in Calisthenics, ist es mir relativ egal, wenn ich ehrlich bin, ob ich jetzt super clean esse, beziehungsweise ob ich alles perfekt tracke oder ob ich schon sauber und gesund esse, aber halt einfach normal esse. Und ich esse relativ normal, wie ihr auch jetzt schon seht oder sehen werdet. Genau. Ich werde mir das jetzt schmecken lassen, bevor das weich wird, weil ich zu lange rede. Genau, und dann werde ich wahrscheinlich lesen und sonst ein paar Sachen vielleicht am Computer erledigen, die ich zu tun habe. Und ja, wir sehen uns dann später. Bis dann. Kleiner Snack, eine Orange. So, ich habe mir gerade noch schön Magerapfen mit Beeren gemacht. Es ist gerade ca. 19 Uhr. Ich habe noch ein paar Sachen erledigt, aber nichts Großartiges. Ich muss noch am PC kurz was für die Uni machen. Für morgen. Morgen geht es wieder weiter. Genau, und dann werde ich noch trainieren hier. Vielleicht haue ich mir noch einen Kaffee rein davor, mal schauen. Genau, und ich werde heute einfach nur ein Homeworkout machen. Die Burschen sind schon zu Hause. Vielleicht trainiert wir mit von ihnen, mal schauen. Keine Ahnung. Genau, aber ich werde das jetzt noch aufessen und dann ein paar Sachen kurz erledigen und dann geht's schon los mit dem Training. Also bis dann. So, der Arbeit ist erledigt, noch ein kleiner Kaffee. Weniger, weil ich ihn brauche, sondern mehr, weil er einfach gut schmeckt. Und dann werde ich jetzt trainieren. Okay, die letzten Wiederholungen für heute. Jetzt geht's ans Abendessen. So, jetzt gibt es gleich schon Abendessen. Ich hatte heute im Trainingsplan sehr viel Volumen, das war ein gutes Training, einfach mal zu Hause. Habe wahrscheinlich auch ziemlich viel verbrannt und ich habe es auch getrackt, wie viel ich Intus habe, wenn ich das hier aufessen werde. Genau, also zumindest circa, wenn ich mich nicht verrechnet habe, sollte ich dann in Summe heute fast 3000 Kalorien gegessen haben, 2953 steht hier, 159 Gramm Eiweiß, 381 Gramm Kohlenhydrate und 67 Gramm Fette in Summe, wenn ich das jetzt aufesse, das werde ich machen. Genau, ich habe auch schon für morgen was vorbereitet, Erdnussbutterbrot, Obst und Gemüse und einfach auch was von dem, was ich gerade gekocht habe, zum Mitnehmen, weil ich morgen wieder unterwegs sein werde. Jetzt gerade habe ich einfach 3 Dosen Bohnen und 300 Gramm Reis mit einiges an Gemüse gemacht und ein bisschen mehr als die Hälfte esse ich jetzt und den Rest esse ich morgen. Genau. Das war sozusagen jetzt mein Essen für heute. Und eigentlich war es ein bisschen mehr Eiweiß und Kalorien, als ich es mir erwartet habe. Hätte ich mir gar nicht gedacht, dass es so viel ist in Summe. Vor allem, weil heute eigentlich ein relativ kurzer Tag ist. Es ist jetzt 11 Uhr circa und ich werde jetzt auch gleich schlafen gehen nachher. Und ich bin aber heute sehr spät aufgestanden, erst am Vormittag. Das heißt, eigentlich war das relativ viel. An manchen Tagen, morgen bin ich unterwegs, morgen esse ich vielleicht ein bisschen weniger, nur dass ihr wisst. Ich schaue jetzt nicht natürlich jeden Tag gleich aus. Was ich jetzt noch im Endeffekt sagen kann, zusammenfassend zu sagen, wie ihr seht, ich esse ganz normal, ich esse sogar wenig Fleisch. Ich schaue auch beim Einkaufen drauf, dass ich jetzt nicht extrem verschwenderisch bin.
Und ich komme trotzdem relativ gut auf meine Nährwerte. Theoretisch wären das jetzt ja gar nicht so schlechte Nährwerte, nur ich track sie halt normalerweise nicht. Aber wahrscheinlich würden Empfehlungen ziemlich dem jetzt entsprechen, was ich da gerade esse. Und ich esse eigentlich mehr oder weniger nach Gefühl. Genau. Ich kann euch sagen, jeder muss im Endeffekt seinen eigenen Ernährungsweg finden oder wie auch immer man das nennen will. Und die Ernährung muss einfach auch immer alltagsangepasst sein. Aber es bringt nichts, irgendwelchen großen Diäten zu folgen. Ihr braucht auch keine Diäten, ihr braucht keine Spezialernährungspläne oder sonst irgendwas. Und Ernährung kann ich aus meiner Erfahrung sagen, wenn man sich gesund und natürlich ernährt, reicht eigentlich das aus, zumindest wenn man jetzt auf Leistung geht, bei Calisthenics, macht die Ernährung jetzt nicht unbedingt so, natürlich, man sollte sich gescheit ernähren, aber macht dann nicht so den unendlich krassen Unterschied, wenn man jetzt ein paar kleine Sachen ändert. Und wie schon vorher erwähnt, ich würde nicht so viel Zeit gerne investieren wollen darin, nur dass ich es eigentlich dann im Endeffekt fast nichts davon habe. Also ich mache mir lieber ein bisschen weniger Gedanken, esse nach Gefühl und habe dafür aber einen viel angenehmeren Alltag. Also so schaue ich, dass ich das eigentlich immer handhabe. Genau. Und ich glaube im Endeffekt könnt ihr auch für euch einfach herausfinden, was für euch passt, wenn ihr nach Gefühl esst, wenn ihr euch gesund ernährt. Natürlich könnt ihr darauf schauen, dass ihr genug Kalorien und genug Eiweiß esst, gerade wenn ihr vielleicht Muskelmasse zunehmen wollt oder einfach Kraft auch aufbauen wollt. Aber wie gesagt, ihr braucht keine großen Hokuspokus und wie ihr zum Beispiel auch seht, ich esse nicht mal, also ich nehme keine Supplements eigentlich zu mir ab und zu, aber eigentlich auch nur, weil es gut schmeckt, nehme ich eine Vitamin C-Tablette oder irgend sowas, aber das war es dann eigentlich schon. Ja, genau, ich schaue gerade, ob ich noch irgendwas sagen will, ich habe mir hier ein paar Sachen aufgeschrieben, aber eigentlich war es das schon. Genau, was ich noch erwähnen wollte, ich habe auch schon mal ein Video zum Thema Calisthenics und Ernährung gemacht, das werde ich auch in der Infobox und in der Videobeschreibung verlinken. Genau, und das war's eigentlich. Ich werde jetzt hier noch den Topf, ich esse gleich aus dem Topf, schön aufessen. Versprochen, ich esse auf. Aber das war's mit dem Video. Danke fürs Zusehen und ich hoffe, ihr habt euch vielleicht ein bisschen was mitnehmen können. Wie gesagt, Ernährung ist oder muss nicht so kompliziert sein, wie man oft denkt. Danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Mahlzeit, Michi. Mahlzeit.